Hallo und willkommen zurück zu einem Part SmackDown vs. Raw 2008. Yeah, wir sind endlich bei No Mercy angekommen und dürfen in Raleigh, North Carolina, da wo Jeff Hardy aktuell wohnt, denke ich mal, ich glaube nicht, dass ich was verpasst habe, ja, gegen Mr. Kennedy in einem Last Man Standing Match antreten. Das wird ja reizend. Wir haben noch eine Message von Mr. Kennedy. You know, I never thanked you for agreeing to support me against ECW back when this whole mess started, so to show my appreciation, I'll just beat you and humiliate you tonight, but I won't end your career. Als Anerkennung schlage ich und demütige ich dich heute Abend, aber ich beende nicht deine Karriere. Das ist ja toll. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen. Das Match ist geil, Herr Matt Hardy. Wie, muss Matt zweimal kämpfen? Habt ihr so wenig Leute? Oh mein Gott. Ist ja grauenhaft. Na gut. Dann wollen wir mal. Welcome to No Mercy. I've got to tell you, Michael, the champ has never looked better. But his challenger has taken on all comers and survived. He's got a lot of heart, but what's he got left in the tank? We'll find out soon enough. Two men enter the ring, but only one leaves as champion. Ich liebe diese Rückblenden. Es ist einfach top. He's faced the toughest challengers that SmackDown and ECW has had to offer. And now, it all comes down to this championship match. Correction, Michael. He's faced most of the toughest challengers. He hasn't faced the champ until tonight. And the champ's going to be the biggest challenge of his career. The champion is sat back and watched SmackDown's top contenders get torn apart by the ECW boot camp, and he's done nothing about it. I'm not impressed by his loyalty to the brand, but I can't fault him for doing what's right for himself and for the championship. Ja, Jeff ist wenigstens reingegangen und hat gekämpft gegen die Idioten. Kennedy hat's noch nie gesehen. Den hat's anscheinend nicht gejuckt. Er wollte sich nicht verletzen, so, wollte sich seine Fingernägel nicht brechen. Keine Ahnung. Naja. Dafür breche ich sie ihm jetzt. Sollte nicht das Problem sein. Nice reversal. Ja, genau. Steh auf, komm. Oh, ich muss mal was gucken. Rope Break aus, K.O. aus. Disqualifikation ist aus. Hey. Boy, Mr. Kennedy certainly has a high opinion of himself. You say that like it's a Ich muss alles lernen. Ich weiß nicht, wie man aus dem Ring geht. Ich weiß gar nichts. I'm not saying that there is, but there's a time for talk and there's Hallo? a time for action. Do you hear him talking right now? Because I don't. It looks to me like he's taking your advice. Aua. Penner. Needed it. Hau ab. Sag mal, lass mich doch... Ach, du kannst mich mal, weißt du. Selbst wenn ich verliere, ist es mir ehrlich gesagt doch scheißegal. Don't get caught. I don't believe it. Ich habe kein Ziel in diesem Spiel. Was soll's. That isn't Hörst du mal auf, ihm ständig dahin zu hauen? Wichser. whatever it takes to Ich reiß dir gleich die Eier ab, mein Freund. Just think it's unfortunate whenever a superstar Bin ich aggressiv. seek to win rather than compete fairly. Oh, jetzt komme ich hier wieder nicht raus. Warum blockt der... Du Scheiße.
Scheißwichser. You wind up winning. This superstar is all Auf mich zu nerven. and so is this Ich lerne noch. crowd. Yeah. All right. Time to see what we got. Mit B. Sag mir das doch gleich. Nee, mit A. Nimm den da, du Bock. Du Nulpe! Nein! Oh my God, what a chair shot! Ja, du kriegst noch ein paar mehr davon, wenn du aufstehst. Komm, trau dich. Believe me. I don't think that chair is going to be good for much after this match. Well, it's good for Na what komm. you're using it for, and that's all that matters. So. Willst du noch mehr? Kannst du haben. Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. I saw some Haha, mit A. dangerous stuff under that ring earlier. Tables, ladders, chairs. Jeff ist ein Spezialist dafür. Hier, nimm den. Wo ich müsste da eher Leitern holen und keinen Stuhl. Hardcore champion. Obwohl, er ist schon über alles gesprungen irgendwie. Ich habe schon vieles von ihm gesehen in der Richtung. Wow, did you see that? He's been busted wide. So, schmeiß weg und jetzt macht den Twist of Fate. Not surprised. I hope the referee doesn't let this go on too much longer. Nuts. The match is getting good now. Du stehst noch? Beziehungsweise du kannst dich noch bewegen. Ach nein, der muss ausgezählt werden. Oh, sorry, habe ich vergessen. Ich spiele das zu wenig, deswegen weiß ich halt nichts. This has been a great match so far, but I think it's pretty obvious which way it's going. Oh, really? Jeff, steh auf, komm. Limb and actually make a guess then? Im Gegensatz zu ihm geht's dir noch gut. Er hat ein paar Stühle abbekommen, das kann sein. I'm just gonna keep my mouth shut. Wow, if I knew it was Das war dumm, das wollte ich nicht mal. years ago. Aua. Ich hoffe, du hast einen Tiefschutz drin. Aber ich glaube eher nicht, dass Wrestler sowas haben. Wir sind ja nicht beim Eishockey. No matter what call you make, you're gonna get on the bad side of at least one super. Ja, dann nimm den. And that's about the last place you want to be if you're not a superstar yourself. Trust me, I know. Warte mal. I think he's gonna fly. You can So, zähl. and you won't find another superstar like the charismatic Enigma. He can taunt all he wants. Yeah, baby. Lost the match. He's Der steht bestimmt nochmal auf. Das war's bestimmt nicht. his opponent. I think you're wrong about that. I think this is going to make his victory tonight that much sweeter. He's taking a little time Oder doch? to give his opponent a piece of his mind. Okay, You sure he can spare it? alles klar. He did it! He did it! We've got a new champion! I can't believe he made it to No Mercy, period. But to win the championship, that's simply incredible. Never in my life have I witnessed a contender with the intestinal fortitude of that man. Neither have I, and I've seen them all. You have to wonder what it's going to take to beat him for the championship. It'll happen someday. No one's invincible, but it could be a good long while. He has shown no mercy, and he had none for his opponent either. And that's what it takes if you want to be a real champion. My hat's off to him. Da kommt sehr viel Wehmut bei mir auf. Weil ich sowas gerne wieder sehen würde mit Jeff. Oh, Mann. Schlimm. Okay, was haben wir hier? MVP gewinnt, ist klar. Okay, Matt zweimal. Muss er einmal verlieren, war klar. Oh Gott, ich werde angebaggert. Nein. Ich will mir das jetzt nicht durch. Überlebenden des ECW Bootcamps gewinnt Titel. War das jetzt falsch, dass ich Kelly abgewürgt habe? Egal. Nachdem Jeff Hardy durch mehr Reifen gesprungen ist als ein prämierter Hund bei einer Hundeschau, ist er beim No Mercy aus dem Kampf gegen Mr. Kennedy als World Heavyweight Champion hervorgegangen. Es war ein aufregendes Match, das vom scheidenden GM Tommy Dreamer als weitere Hürde für Jeff Hardy gedacht war. Doch wie jedes andere Hindernis hat der neue Champion auch dieses mit Bravour genommen und gesiegt. Ich bin froh darüber, SmackDown hinter mir lassen zu können. Teddy kann seinen Job wieder haben, sagt Dreamer. Die Jungs haben nicht viel drauf. Beweis dafür ist die Tatsache, dass es nur einer durch das ECW Bootcamp geschafft hat. Aber der eine Kerl, Jeff Hardy, hat viel Herz gezeigt. Ich habe es nur so schwer für ihn gemacht, weil ich wusste, dass er stark genug ist. Er kann gerne jederzeit zur ECW kommen. Vergiss es. Vergiss es. Ich glaube, es war falsch, dass ich sie Scheiße, die Nachricht ist weg von Kelly. Kacke! Ich hätte sie nicht abwürgen dürfen.
Hauptherausforderer würdigt Königin. In letzter Zeit lief es gut für Mr. Kennedy, wie die Sicherung seines Platzes als Hauptherausforderer für die World Heavyweight Championship von Jeff Hardy zeigte. Die Titelverteidigung steigt beim Cyber Sunday Pay-Per-View und fasst alle 3 WWE-Teams in einer Show zusammen. Jeff Hardy war bislang als Champion sehr erfolgreich, aber Mr. Kennedy ist wahrscheinlich seine bisher größte Herausforderung. Und er hat ein wenig moralische Unterstützung mitgebracht. Ich verdanke alles Queen McCool, meiner wunderbaren und talentierten Begleiterin, sagt Kennedy. Ohne sie wäre ich nichts. Zusammen mit ihr werde ich mir den World Heavyweight-Titel schnappen. Queen McCool? Ich glaube, es war ein Riesenfehler, Kelly abzuwürgen. Scheiße. Ich wollte es jetzt nicht. Ich wollte von ihr nichts lesen. Wer weiß, was das gewesen wäre, aber das rote Ausrufezeichen hätte mich stutzig machen müssen. Verdammt. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wahrscheinlich habe ich bis dahin, ich werde das nochmal nachspielen und euch dann erzählen, was passiert ist, was sie wollte. Bis zum nächsten Mal bei SmackDown vs. Raw 2008. Bis dann.